Wir sind Jessie und Roberto und mit unserem Van Jimmy bereisen wir aktuell Kanada. Es ist Zeit für uns, in den Westen zu fahren und das bedeutet, dass wir einige tausend Kilometer zurücklegen. Wie wir aber im letzten Video schon gesehen haben, kann ein Umweg sehr lohnenswert sein. Auch diesmal sind es die zusätzlichen Kilometer definitiv wert, denn nach unserem ersten Elch letztes Mal setzen wir diesmal noch einen drauf. Wir haben Wölfe gesehen. Wow. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Wir starten in den größten Roadtrip, den wir je gemacht haben. Woo! Wir fahren nämlich Richtung Westen. Die Route führt uns vor allem über den Trans-Canada Highway. Der geht einmal quer durch Kanada und unser Ziel ist Calgary. Das sind etwa 3000 Kilometer. Wir haben also einiges vor uns und ich würde sagen, wir starten gleich. Roberto macht hier noch den Van fertig. Ja, ich bin fertig und wir können los. Los geht's. Der Trans-Canada Highway ist der zweitlängste nationale Highway der Welt und kommt mit all seinen Alternativrouten auf sagenhafte 12.800 Kilometer und verbindet alle 10 kanadischen Provinzen von Neufundland bis British Columbia. Das Wetter spielt heute wirklich ganz schön verrückt. Wir hatten starken Regen, Sonnenschein und an einer Stelle lag sogar Schnee oder Hagel am Straßenrand. Das war richtig schräg. Und geblitzt hat es auch schon. Also mal sehen, was wir hier heute alles noch sehen. In den letzten Wochen sind wir daher bereits öfter einzelne Abschnitte des Highways gefahren. Nun geht es aber an das längste Stück und das auf der Hauptroute, die immer noch 7.821 Kilometer lang ist. Wir sind seit gut 2 Stunden unterwegs und brauchen langsam mal ein bisschen eine Stärkung. Das heißt, wir schauen mal bei Tim vorbei, der hat sicher was Gutes für uns. Während Jessie bei Tim ist, habe ich mir auch was geholt. Ja, Chips. Es gibt nichts Besseres, auf einem Roadtrip Chips zu essen. Und die sind richtig lecker. Na, da kommt sie schon. Und was gibt's? Timbits natürlich. Es gibt 6 Honey Dip Timbits und 4 Schoko Timbits. Alright. Und eine Cola für dich. Danke. Fahren wir weiter? Jo. Sehr gut. Los. Der Trans-Canada Highway ist ja unglaublich schön, aber auch unglaublich lang. Es zieht sich ziemlich in die Länge, das Ganze. Also wir sind jetzt seit
etwa 6 Stunden unterwegs. Und ja, es bleiben noch, glaube ich, 6 Stunden bis Thunder Bay. Das wäre eigentlich unser Ziel gewesen heute. Aber das schaffen wir nicht mehr. Wir werden auf jeden Fall aber noch einen Fahrwechsel machen. Und ja, wir fahren dann einfach bis etwa 9:30, dann ist Sonnenuntergang. Und dann schauen wir mal, wo wir sind und schlafen da irgendwo. Ach, ich bin gerade so froh, dass wir gestern im Algonquin Park schon einen Elch gesehen haben. Einen zufriedenen Elch im Wasser beim Grasen. Und heute haben wir schon wieder 2 Elche gesehen, aber die lagen tot am Straßenrand. Und ach, das zerbricht einem einfach das Herz. Und natürlich waren auch viele andere tote Tiere am Straßenrand. Also man merkt, dass hier schon viele Tiere hier in der Natur sind. Und ja, wenn die Trucks einfach kommen in der Geschwindigkeit, dann, ja, die haben halt so eine Wucht. Ja, obwohl hier eigentlich auch überall die Schilder sind, die auf die wilden Tiere hinweisen, gerade besonders auf die Elche, aber ja. Die Route in der Provinz Ontario ist besonders schön, da sie an den Great Lakes vorbeiführt, die über 80% des Oberflächensüßwassers Nordamerikas beinhalten. Es lohnt sich, unterwegs an den schönen Orten Halt zu machen und die Schönheit der Natur auf sich wirken zu lassen. Und da war wieder einer. Ich weiß nicht, ob es eine Kuh war, denn dieser Elch hatte. Es war eine Kuh. Ja, hatte kein keine, Geweih, ja. oder? Ja, aber richtig cool. So, jetzt suchen wir uns einen Schlafplatz. Wir sind ziemlich kaputt. Wir sind am Schlafplatz angekommen. Ich glaube, der Schlafplatz an sich ist ziemlich cool, aber wir haben noch nicht viel gesehen, denn es ist schon 10:30. Wir sind ziemlich auf der Schnauze. Und ja, jetzt müssen wir noch was essen. Was gibt's Feins? Hotdog. Hotdog. Aber das Beste ist, auf der Brötchenpackung ist ein T-Rex drauf. Naja. Die hat Roberto ausgesucht. Genau. Ich hoffe, der kommt heute Abend nicht noch vorbei. Oh, Naja. Essen ist fertig. Danke. Oh Gott. Was für ein Abendessen. So. Ich nehme hier eine. Lässt du laufen? Ja. Guten Appetit. Guten Appetit. Guten Morgen. Wir hatten eine richtig gute Nacht, eine richtig ruhige Nacht. Mittlerweile hört man wieder die Lastwagen. Hört ihr es? Ja, aber bis etwa 6, 7 Uhr war es richtig ruhig. War auch ziemlich frisch heute. Und ja, wir waschen noch das Zeugs von gestern. Wir haben gestern nur noch gegessen und haben sie hingelegt. Und ja, danach geht's weiter. Aber ich zeige euch noch kurz, wie es hier draußen aussieht.
Endlich mal wieder eine Kaffeeszene. Ja, wir hatten schon so lange keinen Kaffee. Also wir trinken eigentlich nur Kaffee, wenn wir es auch aufnehmen. Wie Oder? alles in unserem Leben, oder? Ja. Nee, Spaß beiseite. Wir trinken jeden Tag Kaffee. Aber es gehört auch zu unserem Ritual. Also wieso sollen wir es nicht aufnehmen? Also. Sorry. So, es geht endlich weiter. Unseren Kaffee haben wir ready. Wir haben nochmal etwa 600 Kilometer vor uns, aber ich würde sagen, wir sehen uns dann in Thunder Bay. Ein neuer Tag am Roadtrip. Wir haben einige 100 Kilometer gemacht, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Thunder Bay haben wir einfach mal übersprungen. Jetzt sind wir in Winnipeg und kurz vor der Einfahrt haben wir gesehen, dass wir hier in der Mitte von Kanada sind. Dementsprechend haben wir auch noch weitere Kilometer vor uns. Wir fahren immer noch nach Calgary, aber wir haben jetzt beschlossen, dass wir spontan einen kleinen Umweg machen. Klein heißt einige 100 Kilometer, aber naja, ist ja alles relativ. Aber als erstes müssen wir jetzt mal tanken gehen, denn der Tank ist wieder mal leer. Die Dieselpreise schwanken so extrem zurzeit. Also wir haben schon für $2 fast 40 getankt, auch fast unter $2 und jetzt ist es wieder bei 2,16. Also es geht up and down. Das ist keine Logik. So, und jetzt können wir weiterfahren. Gut 300 Kilometer später und gefühlt zweimal nach links und zweimal nach rechts abgebogen, sind wir hier beim Riding Mountain National Park angekommen. Jesse ist irgendwo bei der Hütte, irgendwelche Informationen abholen. Und ja, der Grund, weshalb wir hier sind, ist, Freunde von uns waren vor ein paar Tagen hier. Die haben ganz viele Bären gesehen und ja, mal schauen, ob wir auch welche sehen. Und? Ja, ich habe ganz viele Infos bekommen, hier ein paar Hefte zum Nachlesen und eine Karte. Und sie hat gesagt, es sind ganz viele Bären hier. Ja, Okay. also Erwachsene und Junge. Okay, mal schauen, ob wir rausgehen. Ja, ich würde sagen, wir überlegen uns das mal. Aber ja, fahren wir einfach mal rein und also ich hoffe, wir sehen welche. Wow, wir sind noch keine 3 Minuten im Nationalpark drin und haben schon 3 Rehe gesehen. Und ja, einfach so direkt am Straßenrand, gemütlich am Grasen. Sind das Bären da? Das sind, also da vorne sind schwarze Flecken und sie bewegen sich. Ich glaub's nicht. Ich glaube, wir sehen Bären. Krass. Guck dir das an. Aber das sind kleine dabei. Oh, ist das Fenster auf? Oh, wie süß. Da kommt der zweite. Ach, guck dir den Kleinen an, der ist total voller Mücken. Die waren so süß. Ja. Oh, also und gleich am Anfang. Ich glaube, wir sehen noch ein paar. Was meinst du? Ja, ich hoffe es. Aber ich muss ehrlich sagen, ich traue mich wirklich nicht raus, wenn hier so viele Bären sind. Ja. Mal sehen. Da ist noch ein Bär. Zwar auf der anderen Seite, aber. Oh, Da will ich. er will nicht.
noch ein Bär über die Straße gelaufen. Und weg ist er. Und weg. Ich dachte, die Schwarzbären sind viel größer, aber die sind richtig, ja, nicht niedlich, aber halt schon groß, aber nicht so groß, wie ich sie mir vorgestellt habe. Aber es ist unglaublich, wie viele wir schon gesehen haben. Wow. Meine Mutter hat vor kurzem gesagt, ob wir im Zoo sind. Ein Gratis-Zoo. Ein Gratis-Zoo. Das fühlt sich manchmal so an. Leider hat es gerade wieder angefangen zu regnen und es könnte sein, dass deswegen weniger Bären rauskommen. Aber allgemein, hier die Straßen sind zum Teil auch ein bisschen geflutet und auch Wiesen am Straßenrand. Also es scheint auch hier wirklich ziemlich viel geregnet zu haben, obwohl also in Winnipeg hatten wir eine Nacht ein bisschen Regen und das war's. Aber wir haben auch von Yellowstone gehört, wo ja einige tausend Menschen evakuiert werden mussten wegen eben viel Wasser. Also es ist schon, ja, gibt wohl sehr starke Niederschläge zurzeit. Das ist aber ein Braunbär, oder? Das ist auf jeden Fall braun. Ah. Was will er dann von uns? Was ist er da überhaupt? Sieht aus, als würde er den Löwenzahn fressen. Oder das Gras. Der Umweg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die kleinen süßen Bären, also das war so süß. Und ja, auch die anderen Bären, die wir gesehen haben, unglaublich. Und hätten wir uns so nie erträumen lassen, so viele Bären auf einmal zu sehen. Ja, auf jeden Fall werden wir noch abklären, was der braune für ein Bär war. Denn eigentlich sollte es hier keine Braunbären geben. Mal schauen, ob wir da was rausfinden. Jetzt gibt es erstmal Abendbrot. Jesse ist bereits schon fleißig dran. Und danach überlegen wir, ob wir noch einmal durch den Park durchfahren sollen. Denn ja, während der Abenddämmerung sind die meisten Tiere zu sehen. Ja, mal schauen, ob wir das noch machen. Wir haben sehr gut zu Abend gegessen War richtig gut. und wir haben uns entschieden, dass wir doch noch mal eine Runde durch den Nationalpark machen. Die Sonne ist rausgekommen, darum haben wir gute Hoffnung, dass wir noch mal ein bisschen was sehen. Und ja, drückt uns die Daumen. Da ist er. Hä? Ah, da nimmt es aber ziemlich gemütlich. Sind das Wölfe? Und die bewegen sich wie... Boah, das sind Wölfe. Das ist ein Wolf. Krass. Also damit hatten wir wirklich nicht gerechnet. Wir haben Wölfe gesehen. Wow. Wir haben sie einfach so vorhin auf der Straße gesehen. Und wir wussten zuerst nicht, was es ist. Und
Aber jetzt am Ende haben wir nur noch einen gesehen. Keine Ahnung, wo der zweite geblieben ist. Der war ein bisschen schüchterner. Ja. Und dann war da noch ein Otter in dem See davor. Ja, der war nicht so wichtig. Wahnsinn. Und da kommt schon wieder einer. Nochmals ein Bär. Ja. Lotto? Stupsnase. Ist das ein Reh oder ein Elch? Also wenn das ein Elch ist, dann haben wir sie wirklich komplett durch. Das läuft doch nicht wie ein Reh. Der Hintern schaut so raus. Die weiße Hinter. Wir sind in Calgary angekommen und die Fahrt hierher war schon ziemlich verrückt. Also so viele Kilometer an einem Stück zu fahren, ja, hatten wir glaube ich noch nie gemacht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Also die Strecke an sich war schon unglaublich, aber dann auch noch dieser Nationalpark, wow, also das hätten wir uns niemals erträumen lassen. Die ganzen Bären, die Tiere, die Wölfe, unglaublich schön. Und ja, eine Sache sind wir euch noch schuldig, denn ja, der Bär, der braun war, nachdem wir das abgeklärt hatten mit den Rangers, wurde uns mitgeteilt, dass das effektiv ein Schwarzbär ist, der halt braun ist. Das ist wie bei uns Menschen, ja, die einen haben schwarze Haare, die anderen haben braune Haare und ja, das ist halt so. Also war ein Schwarzbär. In der Gegend soll es keine Braunbären geben, aber ja. Und ja, der Hirsch, erkennbar an seinem weißen Hintern, wurde uns auch so bestätigt, dass es war ein Hirsch. Ja, und die Wölfe, das war auch unglaublich. Also ja, wir sind richtig froh, dass wir das gemacht haben. Und eine Sache, die euch ja immer wieder Wunder nimmt, ist, wie viele Kilometer wir fahren, was der Verbrauch ist von Jimmy. Und die letzten 3600 Kilometer, die wir hierher gefahren sind, hatten wir einen Verbrauch von 9,4 Liter. Und ich will mal sagen, das ist ziemlich gut. Gut, die Straßen waren ziemlich flach, aber ja, wird sich wahrscheinlich ändern in nächster Zeit. Ja, für uns geht es heute nach Calgary, aber das seht ihr nächste Woche. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, hinterlasst doch einen Daumen nach oben, schreibt doch einen Kommentar, falls ihr irgendwelche Fragen habt. Abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche. Bis dann!